von Taiwan Foodie. Heute ist der Tag, dass ich mein Video hochgeladen. Das ist 2021 Chinese New Year. Und genau heute möchte ich deswegen zeigen, ein besonderes Gericht, das oft wird dann am Chinese New Year gegessen. Das heißt Shuijiao, Dumpling. Also Dumpling heißt eigentlich sehr viele Versionen. Alle mit dem Maultasche-mäßige Teigflasche, dann kann man dann Dumpling heißen. Aber natürlich was bei uns auf Chinesisch, da gibt es wirklich bestimmte Wort dafür. Heute ist Wasserdumpling, Shuijiao. Dumpling wird dann im Wasser gekocht. Und das ist nicht so schwer, nur etwas aufwendig. Und dann zeige ich euch, wie das geht. Wir brauchen die Zutaten 250 Gramm Hackfleisch, gleiche Gewicht bis zum ein bisschen mehr Spitzkohl, halbe Teelöffel Salz für Hackfleisch, halbe Teelöffel Salz für Spitzkohl, etwas Weißpfeffer, ein Esslöffel Sojasauce, ein Esslöffel geröstetes Sesamöl. Ich habe hier eine 1/4 Tasse Wasser. Aber Wassermenge bitte erstmal gucken, wie viel ihr braucht. Das ist dann variabel. Etwas Ingwer und ich habe ein Stück Lauchzwiebel. Und dann nochmal vom fertig gekocht gefrorene Dumplingteig. Und allererster Schritt müssen wir Spitzkohl erstmal bearbeiten, weil Spitzkohl ist ja hart und knackig mit ganz viel Wasser drinnen. Und man kann jetzt mit diesem Zustand nicht schneiden und direkt in den Teig reinmischen, weil dann kann man denn diese Außenteig kaputt machen. Was wir jetzt erst machen, ist halt Spitzkohl erst klein schneiden und dann mit dem Salz etwas Wasser rausbringen. In der Mitte diese harte Stange abschneiden und legt man so flach und etwas fein schneiden. Also bis zum Hälfte, dann lässt man erstmal so, weil umdrehen, nochmal schneiden. Und dann in den Schüssel reintun. So ungefähr. Dann hat man diese halbe Teelöffel Salz rein und richtig mit dem Hand diese Salz und Spitzkohl ein bisschen quetschen. Wir wollen alle Wasser von dem Spitzkohl rausbringen. Sobald man merkt, ein bisschen Wasser rauskommt, das wird ein bisschen feuchter, dann kann man zur Seite legen. Und so lassen wir zur Seite für etwas 15 Minuten. Und dann können wir jetzt das Fleisch vorbereiten. Und allererste Sache nehmen wir einfach diese Ingwer, was wir schon geschält haben, und diese weiße Teil von dem Zwiebellauch. Wir machen das einfach nur grobe schneiden oder sogar so zerhacken oder mit dem Stanz einfach kaputt machen, weil wir wollen in den Wasser reinlegen. Dann kann man hier einfach mit dem Wasser, was wir vorbereitet haben, zusammen in eine Schüssel tun und dann mit dem Hand ein bisschen so zerquetschen. Was wir machen, ist halt dieser Geschmack von Ingwer und Zwiebellauch in dieses Wasser reinmachen und genau nachher dieses Wasser mischen wir in den Hackfleisch rein. Und zunächst diese Zwiebellauch, diese grüne Teil, lassen wir einfach fein hacken. So, dann jetzt das Hackfleisch kann man dann in eine größere Schüssel reintun. Dann erstmal Salz rein. Ich mache immer mit meinen Fingern, aber wenn ihr das nicht mag, dann könnt ihr auch mit Stäbchen oder so andere Sachen das zerhacken. Was wir machen, ist halt genau wie damals bei den Wonton. Wir wollen diese Klebe von dem Eiweiß rausbringen vom Hackfleisch. So, jetzt ist es richtig klebrig. Dann kann man Sojasauce reinmachen. Weiter kleben. Weißpfeffer. Und jetzt diese gerade vorhin gemachte Ingwer und Zwiebellauchwasser. Mach mal nach und nach, nicht auf einmal alle rein.
das Wasser wieder reinfüllen, wenn der letzte Wasser schon komplett vom Fleisch absorbiert ist. Diese Konsistenz ist schon okay, weil das ist sehr weich, nicht so fest und klebrig wie vorhin. Aber trotzdem, das ist immer noch klebrig genug, das heißt, nachher kann man gut füllen. Ich habe hier ungefähr 1/4 Tasse Wasser gebraucht. Dann jetzt Sesamöl. Öl immer zuletzt machen, ansonsten kann man den Geschmack nicht so richtig in den Fleisch reinbringen lassen. Zuletzt Zwiebellauch. So, dann ist erstmal die Fleischfüllung fertig. So, jetzt 15 Minuten vorbei und dann das Wasser kommt schon raus von dem Spitzkohl. Wäre das denn diese Spitzkohl nicht genug Wasser rauskommt und auch bleibt sehr, sehr stückig im Handgefühl, dann nochmal ein bisschen Massage geben, damit das mehr Wasser rauskommt. Ich habe hier so ein Tuch, da mache ich zusammen und dann nur einfach richtig diese Wasser rauspressen. So, dann einfach in den Fleischfüllung reinmachen und dann nochmal zusammenmischen. Und das ist unsere Füllung für den Dumpling. Und jetzt können wir Dumpling formen. Ich habe hier 2 Teller oder so eine Backform. Dann unterlegen mit dem Backpapier, weil das ist meine persönliche Präferenz, ist halt, das klebt dann nicht so viel. Natürlich, man kann auch etwas Mehl oder Kartoffelmehl auf den Teller streuen, aber ich finde persönlich mit dem Backpapier funktioniert perfekt. Was wir auch noch zusätzlich brauchen, ist einfach ein bisschen Wasser neben, weil dann brauchen wir für diesen Teig drauf ein bisschen Wasser, damit das besser kleben kann. So, man nimmt so einen Teig und dann nimmt man einfach Portionen, wie ihr dann besser formen könnt. Also man muss achten, dass am Rand hier etwas Platz lassen. Und genau jetzt hier, dann machen wir Finger ein bisschen Wasser und dann hier halbe Kreis einfach so nass machen. Und genau hier kleben wir fest. In der Mitte. Und dann kann man hier eigentlich so zusammenpinseln, festdrücken. Zum Schluss einfach mit dem Finger so festmachen. Und dann ist ein Dumpling. Bei dem Shui-Jiao muss man auf jeden Fall achten, dass dieser Teig auf jeden Fall komplett zugeklebt ist. Weil ansonsten kommt das Wasser beim Kochen rein und dann will dann einfach dieser Teig und die Füllung einfach auseinander trennen. Die Zutaten sind ungefähr für 25 Dumplings geeignet. Und natürlich, je nachdem wie groß oder wie klein euer Dumplings sind, dann wird dann das Zahl ein bisschen anders. Man kann auch nach den Dumpling-Formen einfach so auf eine Teller legen, lassen die einfach Platz dazwischen haben, einfach so in den Tiefkühlfach etwas hart einfrieren lassen und dann kann man in den Beutel tun. Jedes Mal, wenn man essen möchte, kann man mal von den tiefgefrorenen Dumplings einfach schnell in den Wasser kochen und dann hat man ja warmes, leckeres Dumpling zu essen. Wenn das Wasser kocht, einfach Dumpling reinmachen und dann die Hitze etwas reduzieren, dass das leicht köcheln. Wir haben heute frische Dumpling gemacht. Das dauert ungefähr nur so 2 bis 3 Minuten, dann ist Dumpling fertig. Aber wenn man so zu Hause gefrorene Dumpling jetzt in den Wasser reinschmeißen, dann würde ich sagen, lass mal 5 Minuten kochen. Und bei Kochentipp ist halt einfach das Wasser immer leicht zum Kochen bringen und dann aber nicht massiver diese große Wasserblasen, weil ansonsten dieser Teig geht kaputt. Wenn da zum Beispiel Wasser sehr, sehr Hochtemperatur hat und dann möchte man
schnell mal diese Temperatur runterbringen, dann kann man kaltes Wasser noch mal einen Schluck reinlassen und die ganze Zeit nicht Deckel zu, einfach ohne Deckel einfach so köcheln lassen. So, jetzt ist fertig. So, jetzt können wir endlich mal testen. Für die Soße kann man ja diese Asien-Supermarkt oft gesehene diese Gyoza-Soße, das kann man verwenden. Und dann noch ein Tick Sesamöl dazu. Dann schmeckt wirklich sehr gut. Wenn man dann Gyoza-Soße nicht zu finden ist, kann man auch selber zu Hause 2 Portionen Essig und so 1 Portion Sojasauce. Dann ist auch so eine ähnliche Gyoza-Soße, wie man in den Supermarkt findet. Und jetzt essen wir. Das ist sehr, sehr lecker. Man kann diese Dumpling auch in den Pfanne tun, dann hat man diese gebratene Dumpling, das geht auch. Mit gleichen Zutaten, gleiches Rezept. Ich hoffe, dass ihr gefällt mein Rezept und mein Video. Nicht vergessen Daumen hoch und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!